If you make it here, you make it anywhere. Aber was bedeutet das überhaupt? Und das erklärt uns heute eine Topmanagerin, die ist direkt nach dem Studium nach New York gegangen, arbeitet hier seit 25 Jahren, ist gelernte Investmentbankerin, so wie ich. Sie zeigt uns 3 Orte in New York, die ihr viel bedeuten. Ja, lass uns doch mal überraschen. Bei mir steht jetzt Alice Neumann, also mit dem ersten Ort. Klasse, du hast mich direkt gecatcht. Aber was verbindest du denn damit? Brooklyn ist für mich mein Zuhause. Und wenn ich mir den Blick angucke, erinnert es mich zur selben Zeit, wie ich hier ankam, vor 22 Jahren, als ich über die Brücke kam und das erste Mal Manhattan zu sehen. Und das ist wirklich immer noch der Blick, der mich immer noch packt, der mich immer noch begeistert und wo ich doch dann wirklich sage, und genau deswegen bin ich hier. Als du vor 22 Jahren hier angekommen bist, was war denn so der Plan? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gar nicht so einen. Ich kam eigentlich hierher und habe gedacht, ich mache einfach mal. Vielleicht klappt's nicht. Und ich denke, das ist manchmal, was auch so verloren geht. Wenn du mich fragst, so, was ist denn jetzt? Ne, diese, man kann es Naivität nennen, aber vielleicht eher dieses Grundvertrauen in was passiert. Und wenn es eben nicht klappt, steht man wieder auf, schüttelt sich ab und versucht was Neues. Das nächste wird, glaube ich, ein bisschen anders, sehr anders. Wo geht's jetzt hin? Dann lass dich mal überraschen. Erstmal in die Metro. Erstmal in die U-Bahn, genau. Okay. Hast du mal wieder was ganz anderes ausgesucht? Was bedeutet denn dieser Ort für dich? Für mich ist das so das Zentrum. Da war September 11, also da war World Trade Center. Und für mich ist das das Symbol wirklich der Energie, die die Stadt hat und auch dieser Wunsch, sich neu zu erfinden. Weil hier war ja dann eigentlich vor 22 Jahren gar nichts mehr. Und dann kommt, wenn du dich umguckst, das Leben ist hier und dieses Summen, wenn du so willst, das die Stadt einfach hat. Dieser Ort hat sich letzten Endes ja neu erfunden. Wie wichtig ist Neuerfinden überhaupt? Ich denke, es ist unheimlich wichtig. Sowohl für eine Stadt, aber ich denke auch für einen persönlich. Wenn man sich weiterentwickeln will, muss man sich verändern. Und man kann ja anknüpfen an seine eigenen Stärken und darauf weiterbauen. Einfach sich weiter verändern, weil wer sich nicht verändert, bleibt stehen. Und letztendlich ist das ein Rückschritt. Der dritte Ort ist ja kompletter Unterschied von der Hektik in die Entspannung. Das musst du jetzt mal erklären. Ich denke, kein Aufenthalt in New York ist komplett ohne einmal mal in Central Park zu sein. Und praktisch, meine Arbeit ist auch direkt dort. Wie oft nutzt du den Central Park für dich als Leader? Ist das was zum Relaxen, Krafttanken oder? Wahrscheinlich weniger, als ich gerne möchte. Aber ich habe durchaus einige, sagen wir mal, Spaziergang-Meetings ab und zu mal eingeführt, was schön ist. Man läuft hier durch die Gegend, man kann sich unterhalten und auch einfach mal den Kopf frei machen. Was erwartest du denn von einem Leader von morgen? Das Führungsbild hat sich durchaus geändert in den letzten Jahren, auch vielleicht mit der Pandemie. Ich denke, was weniger ankommt, ist so dieses autokratische Befehlston-Leadership, den man ja durchaus eine Zeit lang hatte. Ich denke, was wesentlich wichtiger ist Stärken seiner Mitarbeiter zu erkennen, Teams zusammenzusetzen, die verschiedene Stärken haben. Jetzt bist du Top-Managerin. Früher hätte man gesagt, die muss ja so hart wie ein Mann sein. Stimmt so eine Aussage? Am Anfang meiner Karriere habe ich mich durchaus sehr, sehr viel an Männern orientiert. Einfach deswegen, weil es keine weiblichen Vorbilder gab. Aber ich denke, innerhalb meiner Karriere, was ich eigentlich gemerkt habe, ist, wenn ich versuche, andere Leute zu imitieren, bin ich nicht ich selber. Und letztendlich hilft das mir nicht. Was ich gemerkt habe, wenn ich mich auf meine eigenen Stärken konzentriere, und das ist eben ein bisschen anders, bin ich selbstbewusster, bin ich klarer, bin ich bestimmter und auch wesentlich erfolgreicher, weil ich einfach ich sein kann. Und ich denke, das ist unheimlich wichtig und das ist was man auch mitnehmen soll. Dankeschön.